I think now it's time to start and the other people can join with us later on. First, I would be starting in German and then I will translate in English, so you know that you will understand it later on. Ja, herzlich willkommen zu unserem Nachmittag heute bei ScalaTV mit dem Titel Einheit fürs Klima. Bei uns in Deutschland wurde und wird diesen Herbst 30 Jahre Wiedervereinigung, Einheit Deutschlands gefeiert. Und wir wollten heute mit dieser Veranstaltung aber nicht nur zurück auf die Geschichte blicken, was ist vor 30 Jahren passiert, sondern wir wollten auch schauen, wo sind denn die großen Einheitsbewegungen heute? Und da ist natürlich ganz vorne mit dabei, ganz wichtig, ganz groß, Fridays for Future, die große Bewegung fürs Klima weltweit. Und wir freuen uns sehr, dass so viele jetzt sich zugeschaltet haben und mit uns zusammen 1,5 Stunden Informationen austauschen, talken, sich unterhalten. Junge Menschen aus aller Welt, die sich für das Klima einsetzen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da seid und sind und wir jetzt eine gute Zeit miteinander erleben werden für das Klima und wir miteinander. Herzlich willkommen euch allen. Ganz kurz auf Englisch. Heartily welcome to all of you that you are connected, linked with us about over ScalaTV. Perhaps a little introduction from Germany. In this autumn, we celebrated 30 years of reunification of Germany. But we don't only celebrate this event, we wanted to look not only into history, what happened before, we wanted to look where are the big unity movements in the world. And there, Fridays for Future is one of the biggest and most important movements, United for Climate. That's the title of our meeting today. And a heartily welcome to all of you. It's nice to see you, to hear you, and to be connected about ScalaTV with all of you. Nochmal kurz in Deutsch. Ihr seht, dass wir alle jetzt doch an unseren Bildschirmen sitzen. Durch Corona war es jetzt doch nicht möglich, auch das Podium im Scala dann für uns wenigstens zusammenzusitzen. Von daher sind wir alle zu Hause. Nur Raimund ist im Scala und fährt die Technik für uns. Vielen Dank auch dafür und schön, dass ihr alle da seid. Und ich möchte euch ganz kurz sagen, wer jetzt heute so in der Gruppe mit dabei ist, da sind auf jeden Fall einmal Farina aus Ludwigsburg von Fridays for Future. Sie winkt schon. Und Anna, auch aus Ludwigsburg, von Campus for Future. Und mein Name ist Stefan Seiler-Thies. Ich bin Hochschulpfarrer hier in Ludwigsburg und bin auch Teil von Campus for Future. Und ich leite ein bisschen heute durch diesen Nachmittag, durch diese 1,5 Stunden. Und wir haben talkende Gäste aus Indien, mehrere, und aus Brasilien und aus Chile, die nachher mit uns noch teilen werden, was sie in ihrem Land auch so alles bei Fridays for Future erleben. In English now, you see that we are all sitting at home. We couldn't meet at the Cultural Center of Scala because of the Corona order. We are now all sitting at home and are connected with you from our home. Only Raimund, Regie number 1, he is in the Scala and doing techniques for us. For the introduction, you see from Ludwigsburg in the southwest of Germany, there is Farina from Fridays for Future from Ludwigsburg, and Anna from Campus for Future in Ludwigsburg. And my name is Stefan. Hi, I'm a Lutheran pastor for the students in Ludwigsburg in America. You tell it university chaplain, but I'm pastor for the students here and also a part of Campus for Future. And I'm leading a little bit through this afternoon, these 1.5 hours together with all of you. And we have guests from India, from Brazil, and from Chile.
They will introduce themselves later on. Und nicht zu vergessen, ganz wichtig heute Malu. Malu wird für uns übersetzen, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, alles, was so alles anfällt. Malu, eine ganz wichtige Person. Vielen, vielen Dank, dass du da bist und für uns übersetzt heute. Ja, und noch ganz kurz zum Ablauf. Wir werden eine erste Runde machen, eine Runde durch die Welt, wo wir verschiedene kurze Berichte hören, was in den verschiedenen Fridays-Gruppen der Welt so alles gerade los ist. Dann steigen wir ein in die Talkrunde, wo wir uns ein bisschen mit den Gruppen unterhalten, und dann öffnen wir die Talkrunde auch für euch alle, die ihr als Publikum heute dabei seid, dass ihr auch Fragen stellen könnt und mitdiskutieren könnt. At the beginning, the different groups of the Fridays for Future will introduce themselves, present a little bit with pictures. And after this, we have a little talk together, questions and presenting, talking, discussing. And after this, we also talk together with the participants who are guests today, and we take them with us with their questions and discussing. And we will be together for about 1.5 hours. So I'm really glad that you are all with us. And for the English, we have Malu with us. Malu, she will translate for us English, Portuguese, and all of this. So many thanks to Malu that she will bring us together with the languages we are connected today in this afternoon. You're welcome. Thanks a lot. My pleasure. For the beginning, it would be good that the Indian, Brazilian, and Chilean people would introduce themselves shortly. Who are you? Where are you? Perhaps 2-3 sentences to yourself. I think we start with Mahi. Would you start? Thanks a lot. Sure. Thank you, Stefan. So, hi everybody and namaste. I'm Mahesh and I'm from India. I go by Mahi. So, Mahi is your city, the city where you live? yes, I'm from Kerala. It's a state in India, Kerala. Kerala. Okay, mein Name ist Mahi. Ich komme aus Indien und die Stadt, wo ich lebe, ist Kerala. 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 Okay. I'll type it. Go ahead. Yes, it's in the southern part of India. So I've been a part of the climate justice movement for the last 3-4 years. Primarily working with organizations such as Fridays for Future, Pollute Us Out, and other campaigns as well. It's indeed a pleasure to be a part of this elite panel, and thank you Anna and Campus for Future and Stefan for organizing this, and thank you Scala TV for providing us a platform for the same. Thank you. Ich bin in den letzten 3 bis 4 Jahren unterwegs mit Campus for Future, und ich danke auch für die Organisation, auch für die Gruppen, die Klimagruppen, diese Stadt, für Anna und Farina, für ihren Einsatz. Vielen Dank. Okay. Thank you, Mahi. I think we stay in India, and Matthew, would you introduce yourself? Hello everyone, I am Abhishek. I am from Republic of India. I live in Maharashtra. I am working with Friday for Future India, and I pronounce he or him. Soweit ich verstanden habe, sagt er, ich lebe in Indien und ich arbeite bei Fridays for Future, ich glaube. Matthew, could you please repeat what you said about where you live? Where do you live in India exactly? I am from Bombay. Okay, so ist ja aus Bombay.
Thanks a lot. Thanks a We lot. stay in India. Akshay, would you introduce yourself? Hello everyone, I'm Akshay. I initially thought I was going good in German by learning by Duolingo, but after listening to this conversation, I think I'll have to start off again. Ich habe gedacht, dass ich eigentlich gut Deutsch sprechen könnte, aber nach diesem Anfang merke ich, also ich muss doch auf Englisch weitermachen. Thank you, Maria. I'm Akshay and I coordinate for Fridays for Future Nasik. I have been associated with Sustainable Development Goals and other United Nations policies, and I've been working with ISEC and few other organizations. I would like to express my gratitude to Stefan, Maria, Anna, and FFF Ludwigsburg for inviting us to be over here. Thank you. Ja, außer dass ich dann für Fridays for Future arbeite, bin ich auch tätig bei anderen Organisationen, die auch weltweit unterwegs sind, aktiv sind, auch mit den Vereinigten, also United Nations, also mit den Vereinigten Staaten oder Nationen zu tun haben, also auch Organisationen, die weltweit sehr viel schon unternommen haben für die Klimakrise. You said ISAT is the name of the organization you work for? What was Yes, it? ISEC. ISEC, yeah. ISEC. How do you spell it? Is it okay, Stefan? Because I didn't understand it. ISEF. I'll type it out. ISAF. Oh, okay, there you go. So we have that, wir haben das im Chat, die Organisation, den Namen der Organisation, für den Akshay arbeitet. ISEC. Wahrscheinlich kennt ihr diese Organisation besser als ich schon. Anna bestimmt. Ich habe noch nie gehört. ISEC. So. Thanks a lot. Thanks a lot, Akshay. And next one would be Sahil, also from India. Guten Abend, everyone. That is good evening, everyone. This is Sahil. So basically, I work for ISEC for United Nations Sustainable Development Goals. Recently, I was a director for Animal Welfare Association, and just to work for, as you know, there is a issue of street dogs over here in India. So I just wanted to make awareness about it. So we came up with a community, and right now I'm the founder of an organization called Poke, which is working for street dogs and for creating awareness for the problems faced by stray dogs over here. And yeah, just working for it. Okay, also auch ich bin unterwegs bei ISEC und arbeitet auch für die United Nations seit langer Zeit. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, in Indien haben wir ein großes Problem mit Straßenhunden. Ich habe dieses Anliegen vertreten gegenüber eben ISEC. Und das ist hauptsächlich das, womit ich mich gerade beschäftige. Sahil, thank you. And now we are traveling around the world and not landing. We are traveling by boat. We are landing in Brazil. Valentina. Hello, everyone. My name is Valentina. I go by she, her. I live in Brazil, in Brasilia, the capital, and I've been working with Fridays for Future for almost 2 years now. Okay, dann mein Name ist Valentina. Ich lebe in Brasilien, Hauptstadt Brasiliens. Und da arbeite ich schon seit ungefähr 3 Jahren für Fridays for Future. Thank you, Valentina. Und nicht so weit entfernt, wir reisen weiter nach Chile
zu Nicolas und Conny. We are traveling to Chile. Valentina, Nicolas and Conny. Okay. Hello, everyone. First of all, thank you for the invitation. And I am so nervous, but I am expectant. And well, I am Nicolas Cruz. I am 14 years old. I am a defender of the human rights in the territory of Tarapacá, Chile. And an intersectional environmental activist. And well, Er hat gesagt, ja, als erstes, dass er sehr nervös ist, aber das freut ihn. Da sagt er, ich bin 14 Jahre alt, lebe in Chile und setze mich schon lange oder in der letzten Zeit eigentlich ein für die Umwelt. Das liegt mir auf dem Herzen. Nicolas, we can't hear you anymore. So we can switch to Conny. Yes. Oh, sure. Hi guys, I'm Connie Gali from Chile as well. I'm partnered with Nico, but he's from the north and I'm from the south in a city called Talca. I am 17 years old and I've been working with Fridays for Future for almost 2 years as well. And also with different organizations that cares for climate justice and also for social justice and justice for women in the territory, because we know that South America it's a very difficult country to live in. So that's how we work. Okay, ich bin Conny. Wir sind in Partnerschaft der Nicolas und ich. He's from the north and you're from the south of Chile, Conny? Ja, okay. Er lebt ja im Norden Chiles, ich im Süden. Ich bin schon seit über 2 Jahren bei Fridays for Future und ich setze mich sehr gern ein für die Gerechtigkeit, für Klimagerechtigkeit und auch für die Gerechtigkeit der Frauen. Das ist übrigens ein sehr brisantes Thema in meinem Land, wie ihr bestimmt schon wisst. Ja, das Land ist sehr arm, aber auch sehr, da ist natürlich Gerechtigkeit hier Mangelware. Deswegen bin ich da gerne dabei. Thank you, Nicolas and Conny. Heartily welcome to you. Und wir reisen zurück nach Ludwigsburg zu Farina und Anna, den beiden von unserer Stadt hier in Deutschland. We are traveling back to Germany, to Farina and Anna in the southwest of Germany from Fridays and Campus for Future. Farina, fang du doch mal an. Yes, I can start. I'm Farina. I'm a freelance film editor and I represent the local group of Fridays for Future in Ludwigsburg, in which I am an active member for 1.5 years now. And I'm also part of the students group of Fridays for Future Ludwigsburg. Ich kann nochmal auf Deutsch sagen, ich bin Farina, ich bin Filmeditorin, gerade neu geworden und ich vertrete die Fridays for Future Gruppe in Ludwigsburg, in der ich schon seit 1,5 Jahren bin und ich bin auch bei Campus for Future aktiv. Genau, ich bin Anna, ich bin auch bei Campus for Future und wir haben uns ungefähr vor einem Jahr gegründet, seitdem bin ich da dabei. Genau, I'm Anna, I'm from the students group like Farina, Campus for Future. And we founded 1 year ago and I'm a part of it since then. Thank you, Farina and Anna. Dankeschön. Und ich leite über zu Anna, weil Anna hat jetzt eine Präsentation von verschiedenen Ländern, Gruppen, dass sie noch einmal kurz erzählen mit den Bildern, was gerade bei Ihnen passiert, was Fridays for Future an Aktivitäten gerade rund um die Welt hat. Alle Gruppen haben uns Bilder zugeschickt und da wollten wir einfach gerne noch mal eine Präsentation mitlaufen lassen.
all the groups sent us photos, and we would like to let the groups present themselves. I will start with a photo, or with a, oh, so. So now I did it. Here is a map from all the Fridays for Future groups we have in the world. So I hope you can see it. Mhm. I think this looks like a lot, and it is a lot. Fridays for Future is spread around the whole world. Hier sieht man die Karte mit allen Fridays for Future Ortsgruppen, und es ist auf der ganzen Welt verteilt, und das ist eine riesige Bewegung. Ich denke, das passt zu dem, was Stefan gesagt hat, dass wir eben eine Einheitsbewegung sind, die die ganze Welt miteinander verbindet. Wir würden jetzt mit unserer eigenen Ortsgruppe nochmal anfangen. Genau, Farina, vielleicht erzählst du kurz, was wir in letzter Zeit so gemacht haben oder was Fridays for Future bei uns gerade macht. Yes, Fridays for Future Ludwigsburg exists since for longer than 2 years, I guess. And we are a group of more or less 15 active members and have more than 2,000 followers on Instagram so far. Before Corona happened, we organized demonstrations on a regular basis. In the last 7 months, we were mostly present on social media. We made podcasts about current topics. We provided facts and called attention to petitions and initiatives so we could act corona friendly and don't have to go outside. Yes, we attended the latest global strike under high hygiene standards, and but now we focus on online activities the next months to come. Ich kann es mal auf Deutsch sagen. Uns gibt es, glaube ich, schon seit 2 Jahren. Wir sind eine Gruppe von 15 aktiven Leuten, aber wir haben eine Basis, also die uns folgen auf Instagram, 2000 Leute. Und bevor Corona passiert ist, haben wir auch regelmäßig gestreikt, demonstriert. Aber seitdem Corona da ist, sind wir eher auf Social Media präsent mit Podcasts, die wir zu aktuellen Themen machen und Infomaterialien und Posts. Und wir ziehen die Aufmerksamkeit zu Petitionen und Initiativen, die wir unterstützenswert finden, und haben auch den letzten globalen Streik allerdings haben wir auch mitgemacht, auch mit Präsenz, aber unter Hygienestandards und Vorschriften. Und jetzt wollen wir uns aber wieder auf Online-Aktionen fokussieren, genau die nächsten Monate, aus Sicherheitsgründen. So, and I will present Campus for Future. We are the group of students in Ludwigsburg. And we have different activities. For example, I think in May, there was in Germany the Public Climate School, where all the students groups around Germany had like university, but online, and for whole Germany around climate or climate justice or similar topics. This was the first action we had in the time of Corona lockdown. We wanted to bring attention to the Public Climate School. This was at the first day of Public Climate School. And after that, there was a live stream the whole day for 5 days. Hier sieht man unsere Auftaktaktion für die Public Climate School. Das war eine Aktion, bei der man eine Woche lang jeden Tag sozusagen Vorlesungen folgen konnte, online über einen Livestream. Und da haben wir eben durch diese Auftaktaktion Aufmerksamkeit zur Public Climate School gebracht, in der Hoffnung, dass eben noch ein paar Leute mehr reinschauen bei den vielen verschiedenen Vorlesungen, die angeboten wurden. Das ist eine von vielen Aktionen, die wir unterstützt haben. Genau, und wir haben eben auch eigene Aktionen. Unsere Aufgabe ist vor allem die Bildung. Genau. Und gemeinsam mit Fridays for Future Ludwigsburg planen wir auch Aktionen. Wir unterstützen grundsätzlich die Fridays for Future in Ludwigsburg und hatten jetzt Ende September zum Beispiel das erste Klimacamp in Ludwigsburg, wo wir super viele Leute zusammengebracht haben, Podiumsdiskussionen hatten und über verschiedene Gruppen, über verschiedene Themen gesprochen haben mit verschiedenen Gruppen.
Here you see photos of the Camp for Climate, where Fridays for Future and Campus for Future worked together and with some other people. And we had a camp for 1 week, had different activities like discussions, workshops, and so on, where the whole city came together and talked about climate. So now we have the photos from the other groups, and I would like you to say in a few words, if you see your own city, your own photos, just talk about what you did there. So we start with Fridays for Future, Nazik. Yeah, hello everyone. So this was Fridays for Future Nasik was formed around a year ago when one of my friend and myself started to talk about climate crisis and through which organization and through which movements which we could address this in our own city. After that, we started with a social media engagement and we had a global climate strike in Fridays for Future Nasik. Hold on a second, please. Yes, yes. Okay, so wie ihr sehen könnt, da in dieser Stadt südlich von Surat hat es stattgefunden, unsere Rallye eben oder Kundgebung für Climate Change, Klimawandel. Ja, wir versuchen uns auch in den sozialen Medien auch aktiv zu sein. Mein Freund und ich, wir sind dabei aktiv. You may go ahead. Thank you. Can you change the slide, Anna? Yeah. Yes. This was our first global climate strike wherein we had strike as well as cleanup drive wherein we clean up a junk road known as College Road in Nasik. Maria? Yes. Thank you. Das war unsere erste Streik oder Kundgebung. Eben wir nannten diese Kundgebung Clean Up Drive, eben um dafür zu sorgen, dass die Stadt sauber wird. Yes. Thank you, Maria. Anna, can you change the slide? Yeah. Sahil, would you like to take over? Sure. So basically, I just met Akshay Jamdade and the guy who wanted to start this Fridays for Future in Nasik. I was really glad that Akshay came up with this, and I already know Akshay that he's a really he's really a inspiring person for everyone to work with, as he really empowers people to work for sustainable changes or Akshay, who was the inspiring person? I beg your pardon. I didn't get the name of the person. Okay, I mean Akshay is an inspiring person because I know him from earlier in ISAC, right? So. Okay, so spricht darüber, dass der andere Freund, der auch sehr klimaaktiv ist, ein Klimaaktivist, der hat ihn sehr inspiriert bei dieser, also eben diese Kundgebung zu starten. Deswegen war er so gern dabei. Go on, Akshay. Yeah, that's it. Thank you so much. And I just want to highlight on one point which has been over here. That is, there is no planet B. In astronomical terms, we have 6 billion Earth-like planets, but we do not have planet Earth. And that's why we had this poster over here. Thank you. You said you have 6 billions. I didn't get the 6 billion Earth-like planet, but not planet Earth. Did you get that, Anna? Es gibt 6 Milliarden erdähnliche Planeten, aber nur eine Erde. Ah, okay. I didn't get the pronunciation. Sorry. Danke schön. Danke. Genau, dann sind wir auch schon fertig. Und es geht weiter mit Matthew. Hello everyone, I am Matthew. Basically, I'm a climate activist
from Friday for Future India. I strike all around the India because from where I belong, there only I am alone climate activist, so I have traveled India. So, da es bei mir in meiner Stadt keine Klimagruppen gibt, streike ich für das Klima überall in Indien, wo sonst, aber nicht da, wo ich lebe. Yes? You may go ahead. Yeah. This is I was supporting the climate activists who belong from Europe who are striking to withdraw the cap agreement. Ich unterstütze auch die anderen Gruppen, die von anderen Communities, anderen Orten kommen, eben Fridays for Future und hier die auch für ein neues Gesetz kämpfen in unserem Land, eben für Klima und für Menschenrechte. First picture speak that the flood in Hyderabad occurred in the month of September. Das erste Bild zeigt eben die Überschwemmung in der Stadt, wo ich herkomme, in dem Monat September. And second picture show that strike under the leadership of Lishpriya Kandugam in Delhi. Das zweite Bild zeigt eben eine Kundgebung in Delhi für eben auch im Oktober für eine bessere Klimaverhältnisse. The strike going on in Goa now to save Molam. Weiter geht es auch mit einer Kundgebung in Goa. So. Thank you very much. Yes. Thank you, everyone. Vielen Dank. Goa. Mahi, it's your turn. Hi team. So I'm actually from the southern part of India, and the state that you see here is Kerala, and that is where I am from, Malu. Yeah, eigentlich komme ich aus dem Süden von Indien und diese markierte Stelle Kerala, Region, das ist da, wo ich herkomme. So as you can see, we are more or less a coastal area, and we suffer from the problems and calamities that are caused by sea and oceans almost every year, and that does not really include flood but landslide as well. Malu. Ja, wie ihr sehen könnt, ist meine Region an der Küste und die klimatischen Probleme, die wir durchmachen, haben auch zu tun mit dem Wasser, also mit der Küste, mit Klimaveränderungen, die an der Küste stattfinden. Und auch, what was the second problem? I didn't get it. Landslides, Malu. Landslides, yeah. Oh, slides. Also wenn die Erdrutsch auch. Okay, I got it. Okay. And we are actually from the most affected people and areas. So we were giving our resolution with the Fridays for Future India for the MAPA. Wir sind die Stelle im Lande, die am meisten davon betroffen ist. Deswegen bitten wir darum, dass diese klimatische diese klimatischen Probleme behandelt werden, dass da was dagegen unternommen wird.
So the problem of MAPA is that Fridays for Future India and Fridays for Future International team coined this name so as to bring in the voices of the unheard part of the world. Say when developed nations are actually causing problems, the people in the global south, for India that matter, or the southern part of India are the ones who are actually the ones who are actually near coastal sides. We are actually facing the repercussions and problems for the developments that are actually caused by the developed nations, right, Malu? Nee, wir nennen uns MAPA und das Problem, was in Indien sehr brisant ist, ist, dass da die ganze Nation sich nicht viel aus Klimaschutz macht, sind wir an der Küste die Bevölkerung, die am meisten davon betroffen ist, die davon den Schaden nimmt. Und deswegen sind wir diejenigen, die lauter unsere Stimme laut erheben müssen, damit sich was tut. Okay. Okay, so a bit more on our local chapter. So we are under the Fridays for Future India team, and it's a very small team. We are actually just under 15 active participants. Unsere Gruppe ist leider nicht so groß. Wir sind ungefähr weniger als 15 Aktivisten oder Teilnehmer. Next slide, Anna. Okay. So during the COVID pandemic time, we were not really able to do public demonstrations here because the number of COVID cases were rising very high. But then we had a lot of digital campaigns, and we also took part in our global climate strike through a planting green protest. Während der Corona-Zeit jetzt war es uns nicht erlaubt, eben in die Öffentlichkeit zu gehen und dort zu demonstrieren. Deswegen haben wir uns in dieser Zeit entschieden, auch für andere Arten von weltweiten klimatischen Anliegen und Problemen auch zu uns einzusetzen und eben auf Online-Basis, und das ist das, was Sie jetzt gerade sehen. And just like the CAP or the common agriculture deals that are started by the European Union, even India, we were actually facing something that is affecting the farmers and the agriculture scenario in India, and we had conducted digital campaigns against the same as well. So wie es bei euch in Europa das Problem der Bodenbeschaffenheit und das, was mit durch die Landwirtschaft in Europa auch bemängelt wird, was die Pflanzen eben schadet. Das gleiche Problem erleben wir hier auch in Indien, und eben dagegen haben wir uns eingesetzt und auf diese Weise demonstriert. Next slide, Anna. So these are a few pictures from the green action protest that we did with the Global Climate Action Day or the Global Climate Strike. Almost 50 to 60 people from all around our area planted saplings and seedlings, and we took part in our pandemic climate strike through this manner. So ungefähr 50 bis 60 Personen nahmen daran teil an dieser Aktion oder Streik oder Kundgebung, da wir für die das Wiederaufforsten und eben damit beworben haben und auch uns da stark gemacht haben. Und da seht ihr jetzt die Bilder von dass wir wieder pflanzen, also neue Ablege eingepflanzt haben und damit aufgeforst, um eben das auch voranzutreiben.
And Yeah. yes, and yeah, this was one of our campaigns for the last World Food Day that we celebrated last month. So we just tried to bring into the attention about the amount of waste that is actually being like thrown away, and the gap that exists between people who are not really given access to a proper and sustainable food culture as well. Vor einem Monat war eben der Welttag des Essen oder Ernährung, und wir wollten eben dadurch betonen, wie schlimm das ist, dass es so eine große Diskrepanz zwischen arm und reich in unserem Land zu sehen ist, und dass es so viele Menschen gibt, die keinen Zugang zu nachhaltigem Essen gibt. Is that it, Essen Anna? haben. Yeah. Thank you Ja, very bitte. much. Thank you, Anna. Thank you, Malu. Yes, you're welcome. No problem. So. Hello. So I'm gonna talk a bit about Fridays for Future Brasilia, and it was founded around 2 years ago by a group of friends that were really worried about the consequences of climate change that we have been witnessing in our country, of course, in the whole world, but especially in Brazil, the situation was really hard. So we decided to join the Fridays for Future movement. Ja, die Gruppe der Aktivisten oder Freunde, die sich jetzt zusammengetan haben für dieses gleiche Ziel. Wir waren alle sehr besorgt um das Klima in Brasilien und für Klimaschutz, und auch haben uns Gedanken gemacht über die Konsequenzen, Folgen von dem, was eben Mangel an Klimaschutz bringen kann. Okay. And before the pandemic, a lot of our actions consisted in going to schools to talk about the climate crisis, because our educational system doesn't teach us a lot about it. So we just felt like we needed to raise this awareness in school, because it's where the youth is, and the youth is the one that's capable of making the biggest differences. So we visited a lot of schools. We also used to go to political meetings to raise awareness about the matter and be sure that politicians were watched and that they would listen to us. Also vor der Corona-Phase, wo wir eben noch raus durften, sind wir auch, also bevor wir eben in die Schule nicht mehr reingedurft haben, haben wir dort ein Projekt in den Schulen gestartet, in dem wir auch für die Bildung und eben Vorlesungen und Einsätze da drin tätig waren, in die Schule reinzugehen und die Leute zu Informationen darüber zu geben, weil in Brasilien ist das Schulsystem so aufgebaut, dass es eigentlich nicht darüber gesprochen wird. Und wir fanden das auch wichtig, dass wir als Gruppe da mit den Schülern darüber sprechen. In this photo, we were handing over more than 100,000 signatures to protect a certain biome that we have in our coast, and we made it. Now it is protected. We gave it to the national court, and they decided to have more strict laws to protect it. To protect which the forest? It's a certain biome we have in our coast. Okay, yes. So, wir sind sogar bis zu Gericht gekommen. Also als Gruppe, als Aktivisten haben wir sogar gesetzlich durchbekommen, dass jetzt ein Waldstück an der Küste Brasiliens als Naturschutzgebiet gilt, und das ist für uns eine Errungenschaft, die
die wir durch 100.000 Unterschriften, durch das Sammeln dieser 100.000 Unterschriften erreicht haben. Darüber sind wir sehr stolz. The next slide, please. Yes, this one was in the global strike in September. As you can see, we are now fewer people because of corona restrictions, but our biggest demonstration had around 5,000 people. So yeah, in this, I am holding a sign written climate justice now, because it's one thing that we advocate a lot for. So diese Demonstration, die fand statt dieses Jahr, und wir sind sehr stolz, dass wir da sehr viel erreicht haben. Ungefähr 5.000 Demonstranten waren da vom Palast, also vor dem Regierungsgebäude, und ich halte jetzt das Schild über wir wollen mehr Gerechtigkeit für unser Klima. And fun fact, but not so fun, the smoke signalizer, we wanted to use it. It actually didn't cause any harm, like, to the climate and stuff, but we wanted to use it to represent the Diese fires in Brazil Rakete this ist year. nicht unbedingt jetzt passend, aber und es hat ja nicht so viel Luftverschmutzung, wie es jetzt aussieht, hervorgerufen. Aber wir wollten es nur als Zeichen kurz also die Menschen auf uns aufmerksam machen. Und das haben wir gleich wieder ausgemacht. Next slide, please. I guess this is from Chile. Oh, yes, I guess we forgot the Yes, slide in this is between. Spanish. No, it's okay. It were only me and other friend from my group holding a banner saying, "From the blood of indigenous people and the sap of the trees, not one single drop more," because it was in the Global Action Day for the Amazon, I think, and we advocate for indigenous people a lot, because we know that we need to defend the defenders, and the situation that they're going through in Brazil right now, it's horrible. It's a really human rights violation, and we need really to raise awareness about this matter. Wir wollen jetzt dann auch unsere Stimme erheben gegen die Sache, die in Brasilien sehr aktuell ist, wegen den Indianern und auch den Schutz der Indianer, Ländereien, und dieses Bild zeigt auch, dass auf dem Schild, dass wir eine weltweite Aktion dafür oder auf die Straßen gegangen sind, um für Schutz des Umwelt, also aber der Umwelt in Bezug auf die Wälder, ja, also die Wälder in beiden Ländern. Das ist eigentlich nicht in Brasilien. Where was that, Valentina? This picture. Oh, this is not from your Oh yeah, picture. no, this Okay. is not from this. All right, it was the one before. Okay. Okay, before I begin, I want to say that I will speak in Spanish, and Connie will translate what I say. Okay. Bueno, ahora sí, regresando a mi lengua nativa, finalmente. Bueno, antes de la pandemia era como este sentir y esta naturaleza del movimiento de lo que es el espacio en calle, del espacio juvenil, de los jóvenes recluidos del sur global sin espacio, retomando las calles, pidiendo la voz, alzando su voz respecto al cambio climático, de la crisis que lo está afectando de manera directa en su contexto del sur global, y lo que le va a ocurrir en su futuro, considerando los efectos del cambio climático para nuestro país como lo es Chile. Y aquí tenemos como imágenes que una es del equipo de Connie en territorial, su equipo territorial en Talca, y la otra es de nuestro equipo territorial aquí en Tarapacá, que bueno, estas fueron como una de las dos
uno de los dos mayores ejemplos de cómo fue que llegamos a esto en calle, de cómo fue esto de tomar el espacio, hacer huelgas, hacer manifestaciones, y por otra parte darle este refuerzo educativo a las comunidades respecto a lo que está ocurriendo, ya que además de estar pidiendo acción a los políticos, a los líderes mundiales, también va esta parte de trabajo en comunidad, trabajo en conjunto, y también como sur global, como comunidad en el sur global, podemos actuar a lo que ocurre en nuestro territorio. Dale, Connie. Okay, so I'll do a fast translation. First of all, our movement, it's placed across Chile. Chile is a large, wide country, and we have around 50 local groups, 50 to 60 local groups. So we have also different problematics due to the climate crisis. So what Nico was saying is that pre-COVID, we were engaged in the streets. We were every Friday striking and trying to give a message not only to the authorities, but also to the people who were passing by. Later on, we noticed that the best way to give our message was by educating the people. Our biggest work is teaching the people how to get to know the climate crisis and how to act. So in the pictures you can see in the left, it's Nico's crew, his local group, giving like a master class to younger people as him. As you may recall, he's 14. And in the right, it's my local group, as we were striking outside the environment minister place. And we mostly do it that way. We're not from the capital. In the capital, it's where the biggest authorities and the biggest strikes happen. So that's more of a local activities that we do. And that's mostly it. Oh yeah, we're composed with youth, mostly youth, as you can see, from ages to 13 to 13 to 24, I guess. 24. Okay, just we lost you for a second. Your voice was broke off. Should I? Okay. In Chile sieht es so aus, dass gerade ungefähr 50 Ortsgruppen für Klimaschutz entstanden sind schon, und die Aktionen gehen so in diese Hinsicht, dass sie die Gesellschaft sensibilisieren für das, was eigentlich Klimaschutz ist, was auch, die gehen in die Schulen, aber auch auf die Straßen. Und es ist sehr wichtig, dass wir jetzt Platz gewonnen haben auf der Straße. Also das ist sehr neu, dass wir dass wir jetzt auch mutig genug sind, rauszugehen und den Menschen das Bewusstsein für den Klimawandel und was man dagegen unternehmen kann. Deswegen da auf der linken, also links auf dem Bild sieht man ja, wie wir versuchen, eben doch auch durch Vorträge Menschen zu sensibilisieren. Und hier rechts, dass wir auf die Straße gegangen sind. Wir wollen auch, wir haben nicht nur die Fußgänger angesprochen, sondern versuchen wir auch mehr und mehr auch die Autoritäten, die Obrigkeiten, also Leute, die Ämter, Politiker auch zu überzeugen, dass da irgendetwas gemacht werden muss für die Umwelt. Okay,
That's for me. Mhm. Bueno, parte también, esto es como siguiendo la misma línea de estar en calle. Bueno, a nivel nacional se dio que el tema del medio ambiente, debido al impulso juvenil, fue muy en boca, debido a el contexto en el cual nos encontramos en Chile, debido a que en nuestro país, a lo largo del territorio, tenemos unas cosas que se conocen como zonas de sacrificio, que son lugares donde la carga ambiental llegó a tal punto de que el ambiente en el cual se desarrolla la vida es inhumano. Se violan los derechos humanos y tampoco se cubren las necesidades básicas para poder vivir. Y también tenemos como otras zonas en nuestro país que no tienen agua, que están en un momento de desertificación tremenda. Tenemos otras partes de nuestro país donde existen derrames de químicos, de, ¿cómo se llama esto?, de la industria minera, y como nuestro territorio es tan variado de norte a sur, y necesitamos dar cara tanto en norte a sur por cada una de las problemáticas que podamos encontrar, es que esta revuelta juvenil de ver a personas faltando a clase o centrándose más y pidiendo como un futuro, porque nos pasaba mucho, sobre todo aquí en la mesa territorial, la región, que nosotros como grupo local decíamos como, pucha, mientras nos están envenenando el agua, nosotros estamos en clase. A ese punto, como nosotros estamos muy tranquilos aquí estudiando, pero nos están envenenando el agua. Also was jetzt in Chile ein Problem ist, ist das Land sehr, also von der archäologisch gesehen, das Land ist sehr schmal, lang und schmal, und sie haben sehr viel Probleme mit der Wasserverschmutzung durch Chemikalien, die ins Wasser geschmissen werden. Und sie haben sich gesagt, wir sind in den Schulen, gehen halt zur Schule, gehen wir lernen und merken nicht, dass, oder parallel zu dem, was wir hier tun, da tun wir uns überhaupt nicht damit auseinandersetzen, dass unsere Wasser, also unsere Meere verschmutzt werden, die werden vergiftet und keiner tut was. Deswegen sind sie aufgestanden und haben sich da eingesetzt für eben jetzt fürs Klima, auch dafür, also auf dem Schild heißt es, dass die Erde zu heiß wird, demasiado caliente para ti, also das ist und ein anderes Problem, was er gesagt hatte, war, dass gesetzlich gesehen ist es in Chile schwierig, was zu unternehmen und was durchzukriegen für das Klima, weil die Regierung die Gesetze so geschrieben hat, dass es erst, wenn die Auswirkung einer klimatischen Katastrophe so schlimm ist, dass die Menschen nicht überleben könnten, dann müsste die Regierung was dagegen unternehmen. Erst dann, wenn die Karge, also wenn die Last so groß ist, die Umweltlast so groß ist, dass Menschen dabei eben, also Menschenrechte dabei verletzt worden wäre, dann müsste die Regierung Gesetze erlassen, um was dagegen zu unternehmen. Und das ist natürlich ganz übel. Ja, so viel habe ich verstanden. Next Okay. slide. That's it. Thank you very much for your presentations of yourself. Malu, könntest du das letzte noch mal ganz kurz auch auf Englisch sagen, weil ja Conny abgebrochen war? Yeah. Okay, so as far as I understood from my Spanish, is that in Chile, Chile is first of all a country with difficult way of acting, because it's a very long country, so it's difficult to get things done in the south and also in the north, because it's a very long way to travel. But not only this, another problem that is very
difficult to overcome is that the laws, acts that are written by the communities, they say that they are only going to do anything against climate or for the climate protection, or to do anything to against any pollution or any problem that climate has been suffering. Just if human rights are being hurt, so human are to be defended before the climate. Okay, so that's how the law in Chile works, and so it's very difficult for them to try to bring anything to court and try to protect climate. In Chile, one of the very big problems is the water pollution because of chemistries that are thrown in the ocean. So that's what they are trying to they try to sensibilize, to make people aware of this kind of climate sin, so that was pretty much what he said. Yes. Yeah, I would also like to add, like, this term that we use, it's sacrificial zones. There, as you said, we have like this wide country, but the biggest problematic is that we have too many climate issues. As you can see, in the north we have the desert, and in the south we have glaciers. So that's one of that. We have many issues involving agriculture, the drought, the lack of water, and the extractivism zones. Chile is a country for extractivism, where big companies come here and take our resources. So that's one of the things that we try to uplift. And also, getting back to what Nico said, so that's why the youth get to do this, but also we have this big social crisis, as you may have seen in the news. We had this big social outburst where people were not only demanding things for climate, but also for their human rights, for the right to live in a decent place. And so we joined their demands, and now in the bigger news, and a thing that we've been working on, it's in the demand of a new constitution made in and by the people, like in democracy. And that's a thing that has affected us all, because the environment laws and the environmental part in our constitution, it's very poor and it's very bad written. Like, it's not for the people, but for the people with the money and for the big companies. So that's a thing that we have been demanding, and as you may know, we now will be writing our new constitution in the next 2 to 3 years. So that's a big thing that we have to uplift. And this social outburst also happened because of the students. So that's a thing that we like to talk about, because that's how things are moving in our country. Like, it's all made by youth and demanding the best things that we can. So, ich möchte auch noch was dazu sagen, oder was ergänzend dazu sagen, dass in Chile nicht nur wegen unserer Geografie, dass wir im Norden eben die Dürre erleben müssen und schon im Süden Probleme haben mit dem
Schneeschmelzen wegen eben der Klimakrise und weil es ja auch, weil es bei uns auch schon zu heiß ist in der Mitte des Landes und im Süden. Das ist schon ein Problem und wir in den nächsten 2 Jahren wird Chile eine neue Verfassung bekommen. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Wir schreiben jetzt auch mit Hilfe der Jugend wird eine neue Verfassung geschrieben. Das ist auch zu unseren Gunsten, dass eben neue Gesetze geschrieben werden zum Wohle des Klimas. Darauf möchten wir jetzt unbedingt achten. Eben nicht nur, das Land erlebt jetzt auch Schwierigkeiten mit den Menschenrechten. Also auch da wollen wir auch mit auf diesem Boot sein und dafür sorgen, dass die Gesetze jetzt geändert werden und wir mehr Klima schützen können von da an. Das war's, Stefan. Thanks a lot to all of you for your presentation and sharing all your experiences. We have seen climate crisis is a big challenge, a global challenge. And on the other side, we have seen your work, your campaigns are really different. It depends where we are living in the world, but we have the same challenge for our Earth. Thanks a lot for all your presentations. Vielen Dank an alle, die jetzt mit uns geteilt haben, was sie in ihren Ländern erleben und wie sie im Einsatz sind. Und wir haben gesehen, es ist eine große weltweite Aufgabe, aber je nachdem, wo wir leben, gibt es dann doch auch wieder andere Aufgaben, andere Kampagnen, die vor Ort nötig sind. Jetzt würde ich gerne öffnen in unserer Diskussionsrunde Talk, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und auch Fragen stellen können. Von daher nutzt den Chat, schreibt eure Frage auf, gerne auch gezielt, wen ihr fragen wollt. Dann können wir es gleich an die Personen weitergeben, die ihr meint, von denen ihr gerne noch etwas wissen wollt. I would like to open now our event for discussion, for a talk together. So use the chat to write your asks to other people of this event. And perhaps you can write to which person you like to address your ask. And it would be nice if we can now talk together. So our answers should be a little bit shorter, so we can really talk to each other. So write in the chat and or raise your hand so we can talk to each other. Perhaps I will start with an ask to one of you. Perhaps somebody of you has a good idea or experience how we can change politics or economics or the people in our countries. Has somebody of you a good idea or experience what was successful in your campaigns to achieve a change? Perhaps somebody can share with us a good idea or good experience. What would be successful? Wer hat eine gute Idee, die er mit uns teilen möchte? Vielleicht eine gute Erfahrung, wie man den Wandel entweder bei der Politik oder Wirtschaft oder in der eigenen Bevölkerung erreichen kann. Wer hat da was Gutes erlebt und möchte es den anderen erzählen und weitergeben? Who has got a good idea and wants to share it with us? Mahi. To start off, my name is Mahi and I'm from India. So in the past 6 months period, when the pandemic actually hit the India in a very massive way, the government employed a rule or a law that enabled the industries to make use or exploit forest on a better scale.
So it was known as environmental impact assessment, or EIA, and this act was strong in the previous years. But then during the pandemic, the government or the administration tried uh, you know uh, making it easy for the industries to exploit the natural resources, and it was a very secretive move. But then Fridays for Future India and Fridays for Future International, along with a lot of youth organizations, uh, had a very big and large scale protest on the same, and we were able to bring this move from the government or the administration to the whole international perspective as well. So through this, it was majorly through the digital campaigns. We had a lot of open letters going on, we had a lot of digital protests going on, and I believe, to answer to what Stefan actually asked here, I believe when it comes to the administration or the government, maybe taking example from what Connie has actually told about Chile as well. So I believe it is up to the youth or the current generation to start thinking about what can be made ahead, or how can we proceed ahead, because we have been going through a circle of traditions. Say, I'm not really blaming the elder people, but then they have been following a same pattern, so it is very difficult for them to break off from the same, because they are comfortable with the laws and regulations that are going on, and most of the time they won't really be focusing more on how it is impacting the earth for that matter. But then seldom does people understand that the actions that they are having right now will be having a devastating reaction maybe 2 generations later. So that is not really affecting them, but then their children or the generations to come. So I guess just through Greta and other organizations, it was actually very impulsive for the youth to take it up, and we started building from grassroots movements to creating awareness and rising up for the same. Thank you, Malu. Yes. Also so wie es in Indien passiert ist, noch während der Corona-Zeit, wir haben auch festgestellt, dass bei uns die Abholzung, die schon stattgefunden hatte bis dahin, dass diese zugenommen hatte, eben auch hinter dem, also im Geheim, ne, hinter unserem Rücken, und hat es zugenommen. Und wir von Fridays for Future und Campus for Future haben das gemerkt, dass eben den Industrien zugelassen, also manchen Gesetzen oder also leicht gemacht worden ist für sie, noch mehr abzuholzen, auch unten Bedingungen zu arbeiten, die auch klimaschädigend waren. Und wir haben das festgestellt. Wir haben das auch wirklich schnell, früh genug gesehen, dass eben diese Gesetze zu locker waren, und haben sofort mit Protesten, Kundgebungen auch reagiert. Und das hat auch ganz gut geholfen. Das hat sofort für gute Ergebnisse gesorgt. Und ich denke, so wie jetzt bei Greta Thunberg und für viele andere junge Menschen, das ist jetzt auch unser Part. Die Jugend muss es auch in die Hand nehmen, weil für die älteren Menschen, sie sind schon so gewohnt, ja, die sind mit den Regeln oder Gesetzen, die bis jetzt so gelaufen sind, schon zufrieden. Es ist sehr schwer, da rauszubrechen und was zu unternehmen und auch sich aufzubringen und auf die Straße zu gehen. Deswegen, also mein Eindruck ist, die jetzige Generation, die muss was tun, so wie die Conny erzählt hatte von Chile, dass jetzt neue Gesetze in Chile geltend gemacht werden durch die neue Verfassung, aber mit Hilfe der Jugend auch für Menschenrechte und Klimagerechtigkeit. Es liegt an den Händen der Jugend.
Thank you, Dankeschön. Wir haben jetzt von Conny, Akshay und Sahil noch Ergänzungen und schon eine nächste Frage. Von daher würde ich den dreien mal die Möglichkeit geben zu antworten und dann gehen wir über in die nächste Frage. Conny, Akshay und Sahil want to add something. I would ask you to answer really shortly because we have got the next questions, but we start now with Conny. Oh, okay. I don't know if Sahil can go first, so he finished their point from India, and then I can say I don't have a problem with him talking first. Also ich möchte lieber, dass Sahil kommt, als von mir spricht, weil eben das betrifft jetzt Indien, ist vielleicht besser und ich komme gleich danach. Sahil, it's your turn. Okay, thank you, Connie. So I would like to add up. We need to educate people. We can't. There are people in India too, the adult society, like adult people who are aging, who aged like 40 and 50. So we can't directly tell them that you don't need to do the garbage or spill the garbage on the roads or something like that. We can't. So we need to educate them. So we can start up by putting this foundation that putting a foundation that educating small ones in the schools, like play schools, from the standard 1 to standard 10, to educate the students about the climate crisis and what they can do for the climate, for the earth and everything. As they do the maintenance for their homes, so we are living this earth, living in this earth, and earth is our home. So we also need to maintain it, and it is a part of a maintenance or something like. So we need to do it because we are staying in it, and we are the person responsible for the actions what we do, right? Mhm. Also so wie was ich hinzufügen möchte, ist, dass zusätzlich noch die Kinder erzogen werden sollten in den Schulen über Klima, über das, was man tun kann, um eben schon früh genug dafür zu sorgen, dass das Klima nicht daran Schaden nimmt, wenn wir das eine oder das andere falsch tun. Zum Beispiel schon mal eine Grundlage setzen, dass die schon in den Schulen und auch zu Hause lernen, dass man zum Beispiel, wie man mit dem Müll, mit der Müllversorgung umgeht schon, ne? Und dass sie schon zu Hause erklärt bekommen, wie wenn man schon sein Zuhause sauber hält und dafür sorgt, dass es immer so bleibt. So das Gleiche muss man auch mit der Natur tun, weil die Konsequenzen davon, wenn man das nicht tut, sehr gravierend sein können. Das war mein Part. Vielen Dank, thank you. Akshay, he wrote an answer in the chat. You can read it there. And so he said we can turn to Connie, and then we have the next two questions. Sure thing. So first of all, it's pretty similar to what happened in India. For our campaigns, one of our biggest campaigns was for the Escazú agreement. It was an agreement for access to environmental information and else, and also human rights. So the first thing that we did, not being such a big movement in Chile, we have
many movements and organizations working, so we get along and we made a big alliance, and that helped us a lot to carry a message and a common message. So during COVID and the pandemic and not getting to go outside, the first thing that we did was to have like the same message in the same media, with the same pictures, like to make one big message and make it big and spread it across the country. That was the first thing. And then we understood that the politicians, the authorities, weren't getting the message as well as we wanted. So we turned then to civil disobedience and nonviolent direct action, in confluence with the civil society. We turn to the people. We turn to carrying the message first to them getting to know the issues and educate them in the main issue, and then we turn to the authorities, because seeing like this big mass of people and seeing them signing petitions or getting to a big strike was the thing that was gonna get the attention that we wanted. So that's what we did then. And we understood that to carry a message, we needed also someone who had the visibility. We tried to not go by name, like, oh, okay, so I'm the biggest person here and I'll give the bigger message. We try not to do that. We want to make an equal space. But we then knew that the best way also was by having one person to talk to the media and having different persons or people to do different things. So having an image, like this large image, was of a figure, and was one of the best things that we could do. And that's how we've been planning our next like big campaigns and moves. Ja, also wir haben gelernt, dass wir unbedingt so arbeiten sollten, dass wir keine Konkurrenz haben, also dass wir auch die Gruppen untereinander sehr einig waren. Also wir haben für wirklich diese Einheit gesorgt innerhalb der Gruppen. Und wir haben uns dadurch viel stärker gemacht. Wir haben gesehen, dass durch diese Zusammenarbeit mit anderen Gruppen auch die anderen Interessen vertraten, haben wir zusammen gearbeitet und haben das eben vor die Regierung gebracht oder vor die Gesetzgeber gebracht eben, aber bevor wir da haben wir gemerkt, naja, direkt ist es vielleicht nicht so einfach. Wir fangen doch an in der Gesellschaft. Also wir fangen halt auch in der also als grundlegend Sachen wie jetzt mal in den Schulen und draußen bei Kundgebungen. Wir versuchen erstmal die Menschen zu mobilisieren, und dann haben wir eine einzige Person ausgesucht, der sich für die Medien, also für Sozialmedien stark gemacht hat. Und dann auch eine Person, die gegenüber der Stadt und dem Gesetzgeber agiert hat. Und da haben wir wirklich gesehen, wie eben Einheit und schlaues Management sehr gut gewirkt hat. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch 2 Fragen, die ich ganz gerne in die Runde mit reinbringen würde, von Dietmar und Florian. Zum Teil gibt es schon Antworten im Chat, aber ich würde es gerne doch nochmal in die Runde geben. Und dann wäre mein Vorschlag, ob wir vielleicht mit diesen 2 Fragen erstmal offiziell abschließen und dann das Ende unserer Versammlung beschließen und dann aber alle, die noch mögen, gerne noch einfach da bleiben und noch im Gespräch bleiben. Thank you for all your answers to the first question. We have now 2 more questions in the chat.
time we have also some answers, but I want to tell you the questions. One is from Dietmar. He asks if you could share with us experience. How do you experience climate change concretely in your country? What is changing? What are you suffering for in your country? That's the question from Dietmar. And Florian is asking us, could you tell more about your personal resources? What inspires you? What helps you to hold on to your actions? As far would you consider religion as a changing factor? Vielleicht noch mal kurz auf Deutsch. Dietmar fragt, falls ihr es nicht gelesen habt, ob die Teilnehmer noch mal bildlich zeigen könnten, wie die Klimaveränderung wirklich sich sichtbar vor Ort auswirkt. Und Florian fragt nach den eigenen persönlichen Ressourcen, nach dem, was motiviert uns, was motiviert die anderen, um in ihrem Einsatz fürs Klima aktiv zu bleiben, und könnte vielleicht Religion auch ein Faktor sein, hier mitzuspielen. Ich möchte es einfach mal in die Runde geben. Jeder darf entscheiden, auf welche Frage ihr antworten mögt. Vielleicht relativ kurz. Yourself, you can decide for yourself which question do you want to answer, and perhaps short answers so everybody can tell something to all of us. Who wants to start? Also ich könnte was sagen. Versteht ihr mich? Ja, gut. Dietmar, ja. Zwar zur zweiten Frage. Die erste hatte ich ja selber gestellt. Aber zur zweiten Frage, was Religion dazu beitragen kann, denke ich, ist es ja zumindest so, dass vom christlichen Glauben her die Bewahrung der Schöpfung gefördert wird. Also das ist ja ein Statement im christlichen Glauben, dass der Mensch auch für die Schöpfung verantwortlich ist. Also was Gott ihm gegeben hat. Und darauf aufbauend kann eigentlich auch mal eine Predigt gemacht werden oder eine Aktion von der Kirche her. Denke ich schon. Soll ich es auf Englisch sagen? Ja, wenn Sie möchten, ja. Yeah, I think that really from the Christian religion standpoint of view, human beings are, it is said from the Bible that human beings are responsible for the earth that has God given them. Also not only the earth as such, but also the plants and the animals, and of course all the other human beings and persons. So therefore, under this aspect, in the church, sermons could be held, and prayers can be made to show the publicity that the religion, the Christian religion, is a religion that also intends to save the earth. This could be, in my opinion, worth to ask your pastor if you could, they could go, or you could go with the pastor along this way. Ein bisschen Tyler ja auch was zu sagen können. Ne? Thank you. Dankeschön, Dietmar. Thank you. Next one would be Valentina. She raised her hand and wanted to answer to Florian. Yes, I think I also can answer shortly the first question if we have time, or if not, I can just answer the second. But for the first one, I guess in Brazil, we are facing multiple challenges and threats. Maybe you saw it on television and in the media that we have the fires in Brazil increased absurdly this year, and with this we have also illegal logging, especially in the Amazon. We have deforestation, we have illegal mining, so all of our biomes are really threatened, and with this also indigenous people. So besides the government being equal side, and besides we have an environment minister that is openly against the environment. So this is really something that is challenging for us. Yeah.
Ja, also was wir in Brasilien erleben und durchmachen, ist, dass es ist sehr herausfordernd, was mit der Abholzung passiert, auch das Problem mit mit dem Lauffeuer oder Feuer, mit auf Deutsch heißt es doch nur Feuer, gell? Ähm, und eben die Bedrohung und für die Wälder, für die Urwälder und das Riesenfläche abgeholzt werden und unsere Regierung scheint eben nichts dagegen zu unternehmen und auch unser Umweltminister scheint auch nicht ganz für die Umwelt und fürs Klima was tun zu wollen oder dafür zu sein. Das ist eine sehr große Herausforderung für uns. Deswegen Veränderung vor Ort war die Frage, gell, Stefan? Also es hat nicht ganz so die Antwort drauf gegeben. Ja, aber es war ja auch die Frage, wie sich es vor Ort äußert, wie wir das Okay, wie es sich äußert. vor Ort zu Okay. erleben ist, der Klimawandel. Von daher hat es gut Okay. gepasst. Okay, okay. Valentina, anything else? To answer the second question shortly as well, I think what inspires me the most is actually every single people in our movement, every single people that is fighting for the climate, especially young people, because we all have such a young age and we are abdicating so much of our time and lives to fight for this, and it shouldn't be our responsibility, but unfortunately it is. So the strength of everyone really inspires me. Ja, was mich motiviert und inspiriert, ist die Kraft, die jeder so da reinsetzt und wie jeder sich darum oder sich dem widmet, was auch für mich wichtig ist und dieses zusammen, dass wir alle zusammen für ein bestimmtes Ziel uns stark machen, das motiviert mich sehr. Thank you. Thank you, Valentina. The next one that raised their hand is Connie. See, yes. So first of all, I wanted to answer the question of how does the climate crisis affects you directly? Here in Chile, okay, so we have different realities within the group of Fridays for Future. I can personally tell that I am one of the privileged ones. So I wanted to make that point really clear because we have people who live next to the sacrificial zones. So that's a thing that makes a lot of noise to us. But the first thing that we can see in Chile that it's affecting us as a whole, it's the drought, the lack of water, the contaminated water as well, as Nico told. For example, where he lives, they don't have like water from a tube, like tap water. Tap water. Yeah, thank you. Tap water, and they have like only water in bottles. And where I live, we have good quality water, but we don't. But here, the agriculture it's being hardly taken because of the lack of water. Sorry. And also we have the pollution in the air. That's a thing that affects most of us, mostly the young people, because most of us have asthma or breathing problems. So that's also a thing that affects us greatly. I can tell that most of the people in the Fridays for Future group here in Chile have asthma, have like a pre-health condition that that makes us fight for the climate crisis. And well, also most of us have family that's been affected by the climate crisis, and mostly the lack of water, the pollution, and the overheat also that is hitting us recently. Connie, just a question. You said something about the sound that it's making so noise. I didn't get that. What was the
Sound I pollution? mentioned, No. Oh, you no, meant I meant it like metaphorically, like it okay. makes, All right. Makes if it's bringing you to. All right. Okay. yeah. Also die Frage war, was eigentlich, wie eben die Klimakrise mich beeinflusst oder was uns betrifft. Hier in Chile haben wir auch eben die Luftverschmutzung, Luft- und Wasserverschmutzung. Viele Menschen leiden gesundheitliche Probleme wie Asthma, wie eben Probleme der Luftröhre und Atmungsschwierigkeiten. Und das bewegt uns natürlich umso mehr, weil wenn schon junge Menschen so früh eben diese Art von Probleme haben, dann möchten wir alle was dagegen unternehmen, weil wir sehen, dass es auch nur noch schlimmer wird. Auch das, die Hitze, die Dürre und eben die Landwirtschaft hat natürlich, also sind auch die Folgen oder tragen Folge daran, dass es zu heiß wird und der Boden eben kaum Wasser hat und die Landwirtschaft eben nicht so, dass es nicht so geerntet werden kann, wie es früher war. Das sind unsere die Auswirkungen bei uns in meiner Gegend. Thank you. In the chat, I see 3 of you who raised up their hands. Would you agree that we hear these 3 of you? And then I will give an official ending of this event. And all of you that like to join a little bit more, you stay in touch with us, and the others can again go to bed or go to I don't know, to breakfast like this. If you agree, we hear this 3 persons, and then I will do an official ending, and all the others can stay here. Okay, the next one would be Mahi. Sure, Stefan, thank you. So I would like to answer what Florian has actually raised as a third question. So his question was, as far as religion, is concerned, can it be a source of inspiration to change their behavior for climate? So to answer that question, I believe 8 out of 10 people in the whole world would identify themselves as religious, right? So religion, as the dates go back, the religion and human nature has always been something that created and cultivated a sense of responsibility to the nature. There's something which is known as green Christianity. So as to state, the book of Genesis states that God gave Adam the whole Eden, or the Garden of Eden, and he told Adam, I mean, I'm not really sure of it, but please correct me if I'm wrong, but then as Genesis go, God vested the responsibility of taking care of the Garden of Eden to Adam, right? So just like that, when you come back to India, which is housing a lot of, we are very religiously tolerant, and we have a lot of religions, and we inculcate and cultivate a lot of religions as well. So as far as our theory goes on, we believe that there are a lot of religion or sects in India who believe that nature and the elements of nature are godly and divine. Say for example, a religion which is Hindu, or a way of religion, we believe that snakes, or the specific flora and fauna to be divine, and we worship them. Not just it might actually sound like a cult or a sect thought, but then there are a lot of religion that believe that hurting animals is actually a sin. Jainism in India, for that matter. So I believe that before the advantage or advent of science, it was religion which played a lot of a role in controlling and coordinating the thoughts and process of the whole world, right? And if you take a look in almost all the religious scriptures or books, I believe they advocate the process of conservation as well. Over to you, Malu.
Ja, also so wie Dietmar diese Frage in die Runde geworfen hatte oder auch dieses Argument der Religion als Hilfe zur Verantwortung mit dem Klima, ich glaube auch, dass es so wie in Genesis davon gesprochen wird, dass Gott eben die Erde gemacht hat, damit die Menschen sich da Verantwortung dafür übernehmen. So steht es auch, oder so glaube ich auch. Aber in Indien gibt es zusätzlich auch andere Aspekte, weil wir nicht nur die christliche Religion, sondern auch viele Sekten oder Kasten, andere Arten von Religionen haben. Und zudem werden auch Tiere in unseren Religionen werden sie angebetet. Und das müsste eigentlich auch Grund genug sein, um eben die Natur an sich, also das, was auf der Erde ist und auch die Tiere zu respektieren und auch zu schützen. Genauso denke ich, so wie schon das Argument vom Dietmar dargelegt wurde. Also ich bin damit einverstanden. Thank you, Mahi. And next one will be Akshay. Thank you, Stephen. I'd like to answer first question of Florian, which is climate change in your country, in this case, India. I'll keep it extremely short, like I'll wrap it up in a sentence or two. So the first thing is we had in 2020 was cyclone Amphan. And the peculiar thing about this cyclone was the intensity has been rising. And for a country with second largest number of COVID patients, when this cyclone happened, people had to move out from their houses. But at the same time, they had to face another crisis, which was coronavirus, so they didn't have anything much to sort it out, which is one of the thing about climate change in India. And another thing that is affecting everyone is monsoon. The monsoon cycle in India has been changing. Even if you consider RCP 4.5, which is mentioned in IPCC report, still the monsoon cycle is so varied over here. And for a country which is dependent mostly on farmers for crops, and crops are sensitive to these changes. So for a country who is depending on such crops, the effect in economical effect, social effect, and environmental effect is cankerous. So that is the whole scenario of climate change in India in a sentence or two. Thank you. Actually, the cankerous, what was that? You said the that catastrophic effect of climate change in India. The slides. Okay, soweit wie ich es verstanden habe, gebe ich jetzt weiter. Also nicht nur hat jetzt Indien darunter gelitten, dass eben unter die Folgen von der Pandemie, von Covid-19, sondern und dadurch natürlich auch die Menschen aus ihren Häusern raus mussten, durch die Monsunen auch. Also sie durften zwar nicht raus, nicht wegen der Pandemie, aber wegen dieser klimatischen Katastrophen, eben die Monsunen, die jetzt auch unser Land plagen, sind sie noch gezwungen gewesen, ihre Häuser zu verlassen. Und all das, also wenn Sie sich das so vorstellen, als dieses ganze Bild, das bewirkt, dass das Land natürlich stark betroffen ist von natürlich Armut und also wirtschaftlich und eben sozial. Wir sind in einer großen Katastrophe eben aus diesen beiden Aspekten. Klimakrise und eben die Pandemie. Das belastet natürlich die Gesellschaft. Thank you, Akshi. And now Katharina. Katharina aus Deutschland. Katharina from Germany. I don't want
to say anything. It was plus for Valentina, who said that the activists give her so much hope. Ja, Katharina meint es, dass sie was zu Valentinas Aussagen als Reaktion sagen möchte, dass es sie toll fand, dass Valentina sagte, die Aktivisten würden ihr Hoffnung bringen. Das findet sie schön. Dankeschön. Thank you, Anwar. Vielleicht noch zum Schluss eine kleine Antwort von meiner Seite an Dietmar. Nicht eine theologische Antwort, sondern eine kirchliche Antwort. Nächste Woche steht zumindest für die evangelischen Kirchen in und um Ludwigsburg an, dass wir die nächsten Schritte beschließen, um in unseren Kirchen bis 2035 klimaneutral zu sein. Also ein ganz praktischer Punkt, den wir beschließen wollen mit einer Klimamanagementstelle, die wir einrichten wollen. Also vielleicht so ein Gedanke noch zu dir, wo wir ganz praktisch vorangehen. Perhaps in English, the Lutheran churches in and around Ludwigsburg want to decide next week the next steps to get climate neutrality in our churches until the year 2035. Concretely, steps to get this claim in 15 years from our churches. Und nun möchte ich zumindest vorläufig mal Dankeschön sagen. Dankeschön sagen allen, die ihr heute dabei wart, die ihr mitdiskutiert habt, die ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt, die ihr besucht habt, zugehört habt, mitdiskutiert habt. Dankeschön dem SCALA. Euch allen vielen Dank für dieses wunderbare und wertvolle Event. Wir haben jetzt 2 Stunden anstatt 1,5 miteinander diskutiert, aber ich denke, wir könnten noch tagelang diskutieren und wir werden sowas mal wieder machen, uns wieder vereinen in unserem Einsatz fürs Klima und nochmal so eine Veranstaltung irgendwann mal wieder ins Leben rufen. Aber erstmal jetzt vielen, vielen Dank euch allen. Alles Gute für eure Arbeit, für euren Einsatz fürs Klima. Im Chat haben wir gelesen, denen in Indien ein gutes Abendessen, in Südamerika ein gutes Mittagessen, uns in Deutschland auch ein gutes Abendessen. Euch allen ein schönes Wochenende und wir bleiben in Kontakt miteinander und passt alle gut auf euch auf. Thanks a lot for your participation everywhere, Brazil, Chile, Indian. It was a pleasure for me to be part of it. Thanks a lot. Thank you from my part to all of you. It was a wonderful, a worthwhile event with you. We discussed now not 1.5 hours, we discussed 2 hours. We could go on for 2-3 days. I think we will reunify another day and discuss more together. Thanks a lot for all of you. In South America, a good lunch. In India, a good dinner, like in Germany. And I wish all of you a good weekend. All the best to you for your work, for your campaigns for the climate. And thanks a lot for sharing your experience with us. It was really a great pleasure to be together with you. Keep in touch, take care of yourselves, and another day we will reunify with all of you again. All the best for you and a good weekend. Bye for all of you. Thanks a lot. See you soon. Bye, everyone. Again. Thank you for Bye-bye. everything. Thank you.